Lasst uns nach drinnen gehen. Schnell, schnell, immer nur rein mit euch. Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Hier sind wir erstmal in Sicherheit. Dann lasst uns doch jetzt mit der Planung des Films beginnen. Am besten geht das mit einem Gegenstand-Beziehungsmodell. Klingt kompliziert? Ist es nicht. Kommt mit an den Schreibtisch. Ich zeige euch, wie es geht. Ich mache immer wieder Filme. Und gerade war ich dabei, mir eine Geschichte von einem Drachen, einer Prinzessin, einem Ritter und einem Schatz auszudenken. Dazu habe ich ein Gegenstand-Beziehungsmodell gemacht. Der Drache, die Prinzessin, der Ritter und der Schatz sind in diesem Beispiel die Gegenstände. Ich weiß, ist ein bisschen komisch, aber ihr werdet es gleich verstehen. Im nächsten Schritt überlegen wir uns nämlich, wie diese Gegenstände miteinander in Beziehung stehen. Zum Beispiel kennt die Prinzessin den Ritter, der Schatz gehört der Prinzessin und der Drache bewacht den Schatz. Cool, oder? Als letzten Schritt müssen wir uns überlegen, welche Eigenschaften die Gegenstände haben. Die Prinzessin zum Beispiel hat einen Namen und eine Haarfarbe, der Ritter hat auch einen Namen und ein Schwert und der Drache kann sich verteidigen und hat eine Schuppenfarbe. Gut, nun weißt du, was ein Gegenstand-Beziehungsmodell ist. Erstellt nun euer eigenes Gegenstand-Beziehungsmodell. Wichtig ist, dass ihr für Gegenstände ein Rechteck verwendet, für deren Eigenschaften Ovale und für deren Beziehungen untereinander die Raute. Viel Spaß und Beeilung!